Was geht ab, Agents? Ich bin's wieder, Goken. Ich grüße alle da draußen, die für saubere Straßen kämpfen. In diesem Video jedoch ganz besonders diejenigen, die gerne mit leichten Maschinengewehren spielen. Vor langer Zeit habe ich bevorzugt LMGs genutzt. Nach der Waffenwende sind diese jedoch leider etwas in den Schatten gerückt. Heute zeige ich euch, dass leichte Maschinengewehre immer noch spielbar sind. Wenn ihr wissen wollt wie, dann kommt einfach mal mit. Dieses Bild spielen wir natürlich wie nicht anders zu erwarten mit der Richtschützenspezialisierung. Cool, das Teil hat ordentlich Feuerkraft. Der Richtschütze bietet uns für unser LMG-Bild folgende Vorteile. Ganz wichtig ist, wir bekommen die große Munitionstasche. Mit dieser können wir unseren leichten Maschinengewehren 50 Patronen extra ins Magazin hinzufügen. Wir bekommen 10% Rüstung zurück, wenn wir einen Gegner töten. Jedes dritte Nachladen erfolgt 50% schneller. Reparaturkits stellen 100% der Rüstung wieder her und gewähren 10 Sekunden lang 30% Bonusrüstung. Zudem bekommen wir die Kampfschaumgranate, mit der wir unsere Gegner festkleben können. Sehr praktisch, um Gegner aus der Deckung hervorzulocken. Wir bekommen Nachschublinie, generiert alle 60 Sekunden 10% der gesamten Munitionskapazität. Partymitglieder erhalten 5% zurück. Sperrfeuer. Die Feuerrate erhöht sich bei einem Kill für 5 Sekunden um 5%. Auch nochmal ein schöner Damage Boost. Stellung: 10% Waffenhandling, während sie sich nicht bewegen. Sie müssen eine Sekunde lang bewegungslos verharren. Und zudem, wie überall auch, 50% Widerstand gegen den Impulsgeber. Was wir uns auf jeden Fall auch ansehen sollten, ist die Option Felduntersuchungen ansehen. Wenn wir da draufklicken, öffnen sich 5 verschiedene Abschnitte mit jeweiligen Aufgaben, die zu erledigen sind. Wir sehen auch gleich, was für Belohnungen es dafür gibt. Ganz wichtig ist Abschnitt 4. Wenn wir diesen erledigt haben, bekommen wir die Blaupause für die Sleipnir. Das meiner Meinung nach stärkste leichte Maschinengewehr in Division 2. Schauen wir uns doch mal an, wie diese Waffe so aussieht. Wenn wir alle Felduntersuchungsaktivitäten abgeschlossen haben, finden wir die Sleipnir als Blaupause in unserer Fertigungsstation. Die Sleipnir ist das benannte MG5 Maschinengewehr. Wir können bei ihr 2 zusätzliche Mods hinzufügen. Als Visier habe ich 5% Chance auf kritische Treffer und an der Unterlaufschiene ebenfalls 5% Chance auf kritische Treffer. Durch den Richtschützen bekommen wir die große Munitionstasche. Sie ermöglicht es uns, in unserer Munitionskapazität 50 weitere Patronen hinzuzufügen. Sie hat einen Basisschaden von 44.700 und 800 Schuss pro Minute. Mit der großen Munitionstasche haben wir eine Magazinkapazität von 100 Patronen. Als Attribut bekommt sie immer Schaden gegen ungedeckte Ziele. Hier kann man bis zu 12% erreichen. Also habe ich mir 6% Rüstungsschaden zusätzlich draufgerollt. Beide Schadensboni sind multiplikativ. Das Talent auf der Sleipnir ist perfekter Rausch. Die normale Version wäre Raserei. Bei der perfekten Version bekommen wir für je 8 Kugeln der Magazinkapazität für 5 Sekunden 3% Feuerrate und 3% Waffenschaden dazu. Das macht bei 100 Patronen 37,5% Feuerrate und 37,5% Waffenschaden, nachdem wir ein leeres Magazin nachgeladen haben. Die Ausrüstung mit diesem Equipment sieht folgendermaßen aus. Wir haben eine Maske von Walker Harris & Co., welche uns im 1er-Bonus 5% Waffenschaden dazu gibt. Auf der Maske haben wir Waffenschaden, kritische Trefferchance und kritischen Trefferschaden drauf. Als Mod ebenfalls wieder kritischen Trefferschaden. Die Brust ist von Cesca und gibt uns im 1er Boni 10% Chance auf kritische Treffer. Hier haben wir ebenfalls wieder Waffenschaden, kritischen Trefferschaden und kritische Trefferchance. Als Mod ebenfalls wieder kritischen Trefferschaden. Das Talent auf der Brust ist geduckt. In Deckung verfügen sie über 45% besseres Waffenhandling. Also auch 45% verbesserte Präzision, 45% verbesserte Stabilität und 45% erhöhte Nachladegeschwindigkeit. Der Rucksack ist von Grupo Sombra und gibt uns 15% Schaden durch kritische Treffer dazu. Hier haben wir ebenfalls wieder Waffenschaden, kritischen Trefferschaden und kritische Trefferchance.
Als Mod auch wieder kritischen Trefferschaden. Das Talent auf dem Rucksack ist Wachsamkeit. Erhöht den gesamten Waffenschaden um 25%. Nimmt man Schaden, wird diese Stärkung 4 Sekunden lang deaktiviert. Unsere Handschuhe sind die benannten Dienstleisterhandschuhe, die benannten Petrov Defense. Hier haben wir 10% LMG-Schaden als Einser-Bonus, bekommen 8% Rüstungsschaden als Named-Attribut quasi dazu, auch wieder multiplikativer Schaden, haben Waffenschaden und kritischen Trefferschaden drauf. Die Knieschoner sind die Gebet des Fuchses, die benannten Overlord-Knieschoner. Hier haben wir zwar nicht viel von den 10% Gewehrschaden, allerdings kann natürlich jeder, der will, sich ein Gewehr als Zweitwaffe mitnehmen, zum Beispiel die M1A. Hier haben wir Waffenschaden drauf und kritische Trefferchance. Und als Named Item Bonus 8% Schaden gegen ungedeckte Ziele, ebenfalls wieder multiplikativ. Unser Holster ist ein selbst hergestelltes, improvisiertes Holster. Das Besondere daran ist, wir können einen Mod-Slot hinzufügen. Diese Holster kann man sich in der Fertigungsstation herstellen. Hier habe ich auch wieder Waffenschaden, kritische Trefferchance und kritischen Trefferschaden drauf. Der Mod ist natürlich ebenfalls wieder kritischer Trefferschaden. Ich benutze zum einen den Wiederbeleber-Drohnenstock, falls ich sterbe, bekomme ich eine zweite Chance. Und um die Gegner etwas abzulenken, habe ich das Geschütz mit drin. Es fungiert quasi als Köder. Mit diesem Equipment kommen wir auf einen kritischen Trefferchancewert von 59,3% und haben 167,8% kritischen Trefferschaden. 105% Kopfschussschaden kommen ebenfalls noch dazu. Und wie das Ganze in Aktion aussieht, das sehen wir uns jetzt mal an. Am Schießstand möchte ich euch ganz kurz noch etwas ganz Wichtiges erklären. Wichtig ist, dass wir bei diesem Talent die Waffe automatisch nachladen lassen. Das heißt, wir verbrauchen alle Kugeln im Magazin, sodass sie von selbst nachlädt. Denn dann bekommen wir den Bonus unseres Talentes auf der Waffe, die 37,5% Waffenschaden und die 37,5% Feuerrate. Aufgrund unseres erhöhten Waffenhandlings, das wir bekommen, wenn wir uns in Deckung befinden, seht ihr, dass der Strahl unserer Patronen wie ein Laser ist. Das heißt, wir können auch gezielte Kopfschüsse machen. Alles, was wir dafür tun müssen, ist einfach in Deckung zu bleiben. Und seien wir doch mal ehrlich, für ein LMG ist die Nachladegeschwindigkeit extrem hoch.
Come on, man. Die. Ja. Close as fuck.